In diesem Video lernen Sie einige grundlegende Funktionalitäten von Cadenza kennen, die Ihnen dabei helfen, Ihre Daten in einer Arbeitsmappe gezielt zu filtern, vorhandene Hierarchien in einer Analyse einzusetzen und die Filteroptionen im Analysekontext übersichtlich und strukturiert bereitzustellen. Alle in Cadenza zur Verfügung gestellten Datenaufbereitungen erreichen Sie über den Navigator. Die Ordnerstruktur im Navigator kann nach individuellen Anforderungen eingerichtet werden. In den Ordnern liegen die Arbeitsmappen. Darin befinden sich einzelne Arbeitsblätter, die jeweils einen Aspekt des Themas der Arbeitsmappe aufgreifen können. Jedes Arbeitsblatt kann gezielt aus dem Navigator geöffnet werden, wie zum Beispiel das Arbeitsblatt Overview Registrations. Wir verwenden in diesem Tutorial einen Datensatz der Europäischen Umweltagentur. Auf dem hier gezeigten Dashboard ist die Anzahl der neu registrierten Fahrzeuge in verschiedenen Sichten aufbereitet. Um die vorliegenden Daten auf die gewünschten Informationen einzuschränken, gibt es in Cadenza den Analysekontext. Darin werden die Filter einer Arbeitsmappe bereitgestellt. In dieser Arbeitsmappe sind bereits einige Filter ausgefüllt. Im Dashboard werden aktuell nur die Daten aus den Ländern angezeigt, die im Filter Member Name ausgewählt sind. Über die unterschiedlichen Filter ist es also möglich, gezielt zu entscheiden, welcher Teil der Daten in der Arbeitsmappe ausgewertet werden soll. Welche Art von Filter in Cadenza verwendet wird, ist davon abhängig, welchen Datentyp das Attribut hat, auf das gefiltert wird. Ich stelle Ihnen hier zwei Beispiele vor. In einem Tabellenfilter können einzelne Attributwerte über ein Dropdown-Menü ausgewählt werden. Alternativ steht die erweiterte Auswahl zur Verfügung. Darin werden die gewünschten Attributwerte angeklickt. Es können mehrere Werte ausgewählt werden, bevor die Filterung in den Daten übernommen wird. Eine Invertierung der Auswahl ist hier ebenfalls möglich. In einem Wertintervallfilter kann eine Kennzahl gefiltert werden. Hier ist es möglich, einen Minimal- und Maximalwert festzulegen, um den Datenbereich einzuschränken, der in Cadenza angezeigt werden soll. Beispielsweise wird mit der Auswahl der Engine Capacity, also dem Hubraum, von mindestens 100 Kubikzentimeter die Auswahl der Daten auf große Fahrzeuge eingeschränkt. Die zur Verfügung stehenden Filter können noch erweitert werden. Fehlt ein Filter für ein bestimmtes Attribut, kann dieser aus dem Analysekontext heraus eingefügt werden. Über das Plus-Symbol werden die sogenannten Objekttypen eingeblendet, deren Daten in der vorliegenden Arbeitsmappe verwendet werden. Aus diesen Objekttypen kann ein Attribut ausgewählt und als Filter hinzugefügt werden. Anschließend wird der Filter ganz einfach per Drag and Drop an der gewünschten Stelle im Analysekontext platziert. Mehrere Filter können in einer Filtergruppe gebündelt werden, zum Beispiel wenn sie thematisch zusammenpassen, wie Engine Capacity und Engine Power, die in der Filtergruppe Engine Data zusammengefasst sind. Filtergruppen können geöffnet und wieder geschlossen werden, um die Übersicht im Analysekontext zu behalten. Eine neue Filtergruppe wird aus dem Analysekontext heraus erstellt. Dazu wird ein Name für die Gruppe vergeben und die gewünschten Filter werden ausgewählt. Anschließend wird die Filtergruppe wie gewünscht im Analysekontext platziert. In den hier verwendeten Daten liegt eine hierarchische Beziehung zwischen den Attributen Fuel Group, Fuel Subgroup und Fuel Type vor. Für diese Attribute wurde eine Hierarchie in Cadenza eingerichtet, die im Analysekontext der Arbeitsmappe gesteuert wird. Die Hierarchie wird in diesem Beispiel in der Übersichtstabelle sowie den beiden Diagrammen eingesetzt, um die Anzahl der neu registrierten Fahrzeuge auf die jeweilige Hierarchiestufe zu bündeln. Beim Wechsel der Hierarchiestufe im Analysekontext der Arbeitsmappe passen sich die unterschiedlichen Sichten automatisch der ausgewählten Stufe an. Dabei werden die zugrunde liegenden Basisdaten nicht verändert, sondern entsprechend der ausgewählten Stufe aggregiert. Die Filterung der Daten im Analysekontext bzw.
die Auswahl einer Hierarchiestufe, wirkt auf alle Sichten in der Arbeitsmappe, deren Daten mit dem entsprechenden Attribut verknüpft sind, also auch auf anderen Arbeitsblättern. Wie eine einzelne Sicht gezielt gefiltert werden kann, zeigen wir Ihnen an folgendem Beispiel. Im Arbeitsblatt wurden 2 Indikatoren hinzugefügt, in denen die Gesamtsumme aller Fahrzeugregistrierungen angezeigt wird. Einer der beiden Indikatoren soll die Anzahl der Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor anzeigen. Im anderen Indikator soll die Anzahl aller anderen Fahrzeuge angegeben sein. Dazu wird ein Filter im Analysekontext der Datensicht eingerichtet. Im Kontextmenü stehen bereits alle Filter der Arbeitsmappe zur Auswahl. Der Filter Fuel Group wird als Datensichtfilter eingerichtet, anschließend wird der Attributwert Combustion in die Filterung übernommen. Der zweite Indikator wird entsprechend vorbereitet. Auch hier wird der Attributwert Combustion ausgewählt, dieser Wert wird allerdings aus der Filterung ausgeschlossen. Die beiden Indikatoren sind jetzt individuell gefiltert, bezogen auf die Fuel Group. Daher reagieren sie nicht, wenn dieser Filter im Analysekontext der Arbeitsmappe verändert wird. Bei Änderungen anderer Filter passen sich auch die Indikatoren entsprechend an. In beiden Indikatoren ist das Symbol des Analysekontexts der Datensicht blau eingefärbt. So erkennt man, dass eine Filterung in dieser Sicht vorliegt. Diese und viele weitere Analyseoptionen bietet Ihnen Cadenza. In unseren weiteren Tutorial-Videos zeigen wir Ihnen, wie Sie die vielfältigen Möglichkeiten von Cadenza für Ihre tägliche Arbeit gezielt einsetzen.